Hallo Freunde, wir haben es wieder getan. Ja, wir haben uns wieder mal... Ein Friends-Set gekauft. Es wäre cool, wenn wir das Set hätten. Ganz ehrlich gesagt, dieses Schiff würde mir auch ganz gut gefallen, auch wenn es jetzt nicht zu 100% in unsere Stadt passt. Aber allein der Detailgrad ist ja mal der Wahnsinn, oder? Mit diesen ganzen Geschichten. Hier hinten ist sogar ein Pool für den Wal, wenn er gerettet wird, dass er dann baden gehen kann. Also das ist sicher kein schlechtes Set gewesen, aber nein, Freunde, wir haben wieder mal bei Bricklink eingekauft. Ach so. Und der Verkäufer, wo wir da manchmal kaufen, verschickt die Steine immer passenderweise in einer alten Lego-Schachtel. So sieht man dann immer, ja, woher er wahrscheinlich die Teile hat und was wir dann so verpasst haben. Letztes Mal war es ein Ninjago-Set, dann hatten wir schon öfter City-Sets, heute Friends. Und wir leeren jetzt mal unsere Errungenschaft aus und zeigen euch, was wir da so gekauft haben. Nur eine kurze Information, und zwar, wir haben eigentlich gar nicht vorgehabt, wieder so viele Steine zu kaufen. Wer hat das schon jemals vor? Ja, es ist uns so dazwischen gelaufen. Der Verkäufer, bei dem wir diese Steine gekauft haben, bei dem haben wir, wie gesagt, schon öfter mal bestellt. Und jetzt hat er zum Beginn vom Sommer für Bestandskunden einen 30% Coupon rausgehaut. Und naja, wenn man einen 30% Coupon bekommt, dann schaut man doch mal, was der Händler so im Angebot hat. Er hat ein Riesensortiment, das auch immer wieder stark wechselt. Wir haben eigentlich vor kurzem gerade bei ihm mal bestellt. Aber es hat sich schon wieder so viel getan. Außerdem habe ich mir dann gedacht, wir brauchen sowieso die ein oder andere Steine-Anzahl wieder mal für diverse Erweiterungen. Und dann hat sich das eben so ergeben, dass wir jetzt wieder mal, ich weiß gar nicht, wie viele Steine das sind. Ich glaube ungefähr 1500 oder ein bisschen mehr. Und auch bitte meine bezaubernde Assistentin Rita hat dann gleich wieder zugeschlagen. Sie ist ja unsere Expertin für Figuren und während sie jetzt mal die Figuren ein bisschen aufbereitet, dass wir euch die zeigen können, schauen wir doch mal zusammen durch, was uns hier so erwartet, und dann seht ihr natürlich auch ein bisschen, was wir so in der nächsten Zeit vorhaben. Gut. Wir haben ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, unser Layout vor kurzem etwas erweitert. Das führt natürlich mit sich, dass auch manche Bereiche erweitert werden müssen. Unter anderem möchten wir jetzt in der nächsten Zeit mal den Winterabschnitt fertig machen. Da wird der Winterberg noch ein bisschen vergrößert. Jetzt brauchen wir natürlich jede Menge dieser Slopes. Das sind 2 Breite mit auch 2 Höhe in Weiß. Weiß ich nicht wie viel Stück, ungefähr 50. Hier nochmal dasselbe, keine Ahnung, warum der Verkäufer das separat, ja, wahrscheinlich hat er das in 50er Säckchen. Dann haben wir natürlich noch die 1er Breiten mit Höhe 3, also damit wir ein bisschen variieren können. Dieselben mit Breite 2, so viel wie er hatte, die kosten dann so... Ja, normal kosten die so 8 Cent oder 7 Cent, weniger 30%, könnt ihr euch ausrechnen, dass das eigentlich ein ganz guter Deal war. Dann haben wir noch so kleinere dazu gekauft, die haben dann abzüglich des Rabatts, ich glaube nicht mal mehr 2 Cent pro Stück gekauft. Die kann man eigentlich immer mal brauchen, auch wenn sie nur irgendwo als Fundament oder so herhalten müssen. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Dasselbe mit etwas größeren Slopes hier. Oh, Rita hat schon die ersten Figuren für uns vorbereitet. Dann machen wir mal einen kurzen Break und stürzen uns ins Figurenvergnügen. Mal was Interessantes, genau. Wenn du eine Stadt bauen würdest, dann würde die nur aus Figuren bestehen und überhaupt nichts anderes drauf sein. Also, ja. Ja, ist okay, Tatsache. Bitte, was für Figuren hast du denn bestellt? Also, ich habe ein paar gleiche bestellt. Und ich werde euch das gleich zeigen. Ich habe nämlich schon, ihr habt gesehen, die Schachtel war schon offen. Ich habe natürlich schon hineingegraben und habe... Natürlich wieder ohne meine Erlaubnis. Und habe die Figuren ein bisschen durcheinander gemischt, denn es können ja nicht, keine Ahnung wie oft, die gleiche Dame oder der gleiche Mann 50.000 Mal, es schaut aus wie Zwillinge sein. Und... Ja, ich weiß, ich darf sie nicht anschauen, auch wenn es mich interessiert. Genau. Also ihr seht da zum Beispiel,
Ich habe hier diesen Herrn und da habe ich wenigstens die Hose gewechselt, damit die nicht ganz gleich Der aussehen. hat jetzt eine Sandgreen-Hose, das ist auch interessant. Dann habe ich hier diese Dame, die hatte ich 3-mal bestellt. Das ist ja eigentlich diese blonde Dame mit den Haaren von ihr hier. Mit der blauen Hose. Ich komme auch schon durcheinander. Und die haben wir ja schon in unserer Stadt, das wisst ihr natürlich auch sicher. Die vor dem Sogar ich. Krankenhaus mit Ja. dem Baby herauskommt und wo der Mann schon dasteht mit den Blumen. Und die haben wir schon, deswegen habe ich hier zum Beispiel die dunklen Haare raufgegeben und auch die Hose gewechselt und so weiter und so fort. Und hier zum Beispiel den Pferdeschwanz bzw. die kurzen blonden Haare genommen. Dann habe ich hier diese Dame für den Strand. Ich finde, die sieht mir sehr ähnlich. Ich Rita find, im das Bikini. Ja. Das sagen wir nicht nein. Nein. Und dann haben wir hier noch den Typen mit dem Monorail-Shirt. Da habe ich auch die Hose gewechselt, die Haare gewechselt. Genau. Da sieht man wieder mal, dass Rita, wenn es um gewisse Dinge geht, nicht, wie soll ich jetzt sagen, dass alles ja konform bleibt. Ja. Ich lasse es euch selbst herausfinden. Ja, Ist das das Monorail-Shirt, liebe Freunde? Ich beantworte die Frage jetzt nicht, ja, aber das. aber die Antwort ist nicht ja. So viel dazu. Ich habe mir gedacht, weil da ein T drauf. Ja, es sieht aber, man kann ihr wirklich nichts vormachen. Das Logo sieht sehr ähnlich aus und ich will mich auch nicht hervorheben mit meinem unbeschreiblich großen Wissen über Lego. Sagen wir ja, okay, das ist das Monorail-T-Shirt. Ja, Jetzt habe ich mir einmal gedacht, ich sage was Kluges und dann nichts. nicht klug genug, meine Liebe. Oh weh. Okay. Wir haben für die andere Seite dann noch dieselben Steine in Grau bestellt, also damit wir die Seite, wo jetzt der Campingplatz ist, auch noch ein bisschen hinaufbauen können. Das ist natürlich auf der einen Seite weiß, auf der anderen Seite grau und braun. Das heißt hier auch noch diverse Steine. Diese werden wir hier vielleicht auch noch am Strand verwenden, dort wo der Leuchtturm ist oder auch wo die von der Straße zum Strand übergeht, dass wir so eine kleine Mauer aufbauen. Habe ich mir gedacht, werden wir da sicher viele graue Steine brauchen. Da eignen sich diese Slopes eigentlich sehr gut. Dann als nächstes, ja, das ist hier noch das letzte Säckchen, was hier dazu passt. Die kleinen 1x2er Slopes gemischt mit Weiß und Grau. Ich glaube, die haben nur mehr 1 Cent oder ein bisschen mehr, nicht einmal 1,5 Cent pro Stück gekauft. Also das war wirklich, wirklich ein Schnäppchen. Oh, dann zum Hinaufbauen. Wir haben ein paar Mal Probleme gehabt, die Höhe zu erreichen bei der Schneelandschaft, da uns die 1x2er Steine ausgegangen sind in Weiß. Da haben wir auch einfach noch ein paar gekauft. Und jetzt nochmal eine kurze Werbeunterbrechung für die Figuren, denn Rita hat uns wieder ganz was Besonderes zu präsentieren. Ja, ich habe hier dieses Mal Minenarbeiter. Ich hoffe, das stimmt dieses Mal. Also wir haben hier Minenarbeiter, hier hat sich nur einer hineingetrickst. Wie ihr wieder seht, ich habe die versucht, verschiedene Köpfe zu nehmen, wie zum Beispiel hier einen anderen Kopf, verschiedene Haare, Hüte und so weiter und so fort. Dann haben wir hier zweimal den Emmet, zweimal mit verschiedener Frisur. Ich glaube, das passt so auch ganz gut. Dann sieht er nicht ganz gleich aus. Und dann haben wir noch diese Frau, die, glaube ich, ein Radler-Outfit anhat. Genau, mit verschiedener Hose und das Gesicht einfach umgedreht. Genau. So kommt Variation in unsere Stadt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso kaufen die jetzt wieder Figuren, wenn sie ja schon kistenweise Figuren haben. Man kann nie genug Figuren haben. Figuren, das ist so wie bei mir mit den Eisenbahnen. Ich frage Rita immer eigentlich nur aus Höflichkeit, sage ich, du Rita, sieh mal, ich habe jetzt eine kleine Bricklink-Bestellung zusammengestellt. Es wäre noch möglich, etwas mehr zu bestellen zu denselben Versandkosten. Willst du mal reinschauen? Und dauert es keine 5 Minuten. Und wir haben gefühlte 50 Figuren drinnen. Ja. Und ja, ich sehe es so, ich habe mir jetzt ja auch die neue Krokodilslok gekauft, obwohl Rita gesagt hat, wir haben schon genug Züge. Und dann soll sie von mir aus ein paar Figuren bekommen, überhaupt wenn sie so günstig waren, weil da waren ja einige Figuren dabei, die nur 1 Euro oder sogar darunter gekostet haben. Also da kann man wirklich nichts sagen.
Weiter geht's mit ein paar dunkelgrauen Jumper Plates, 2x2. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich glaube 250 ungefähr, die wir für unsere Gehsteige brauchen. Das heißt, dass da die Leute auch wieder stehen können, ohne umzufallen. Die sind uns ausgegangen und da haben wir jetzt einfach nachbestellt. Die sind zwar bei den Verkäufern nicht am allerbilligsten, aber wenn man das so zusammenrechnet mit dem Rabatt und weil wir dann ja die Versandkosten sowieso bezahlt haben, habe ich mir gedacht, wir brauchen ein paar, deswegen 250 waren da auf jeden Fall drin. Es geht wieder weiter mit den Figuren. Hier nochmal eine Radlerfrau, die habe ich zuerst übersehen. Wir haben noch eine dritte dazu bestellt. Dann haben wir einen Lokführer, eigentlich den... Sie bestellt auch einen Lokführer, das ist sehr interessant. Ja, natürlich, ich muss mich ja auch einhauen, ist ja ganz klar. Und dann haben wir hier den Steven Spielberg. Ja, das war mal Steven Spielberg aus der Studios-Serie. Genau. Total er sieht cool. Jetzt ein bisschen anders aus, aber gut, macht ja auch nichts. Und dann haben wir hier noch eine Krankenhausmitarbeiterin. Und hier drüben haben wir 2 Kiddies. Genau, einen Bub und ein Mädchen und noch 2 Taucher. Für unser Meer, was demnächst auch mal aufgebaut wird. Genau. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder Schwimmer. Oh ja, natürlich. Und es kommen noch Figuren. Es waren noch immer nicht alle. Nein. In der Zwischenzeit nutze ich die Gelegenheit und zeige euch wieder was. Oh, wir haben hier noch Slopes in Weiß. Die habe ich euch noch nicht gezeigt. Einmal Dreier. Die waren auch extrem günstig. Also die gehen weiter wie, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben da säckeweise von diesen Slopes gehabt und puff! Ja. Alles war weg und wir haben immer noch so viel Freiraum gehabt, wo wir noch gar nicht hinaufgebaut haben. Das ist wirklich eine Katastrophe. Genauso sieht es übrigens im Vergnügungspark aus, der immer größer wird und Dimensionen annimmt, die teilweise schon nicht mehr vertretbar sind. Da sind uns jetzt auch wieder die Jumper Plates ausgegangen, dass wir die Wege verschönern können und dort auch Figuren hinsetzen. Und Gleiches gilt auch, wir sollten ja, ihr habt es uns in die Kommentare geschrieben, der Vergnügungspark ist momentan relativ offen, was gut ist, aber es donnern auch mehrere Eisenbahnlinien durch das Areal durch und die Leute sind da, wenn sie vielleicht abgelenkt sind, weil sie gerade der Achterbahn nachschauen, dann sind sie so schnell, können sie gar nicht schauen auf den Gleisen und ja, werden vom Zug überfahren. Deswegen haben wir jetzt mal probehalber Zäune in Schwarz und Zäune in Weiß gekauft. Die waren auch relativ günstig, da werden wir sicher das ein oder andere umzäunte Areal sehen in der nächsten Zeit. Oh, ein Taucher. Wir haben noch einen Taucher bestellt, denn wir möchten ja auch irgendwann mal, hoffentlich bald, eine Unterwasserwelt machen. Da brauchen wir natürlich Mit Taucher. einem coolen Helm. Und dann haben wir hier noch die restlichen Figuren. Wir haben den Hilfsmann für Steven Spielberg, Den Kameramann, Genau. Dann haben wir hier einen Punker, wir haben einen Fußballspieler. Die sind, glaube ich, beide aus einer Collectible Minifigure-Serie, wenn Okay. ich mich nicht täusche. Dann haben wir hier einen, der sicher in die Ninjago City kommt. Und hier noch 2 Damen. Ja, 2 Damen. Eine davon wirst du wohl kennen oder nicht. Mein Namensgedächtnis ist schon wieder. Also die- einmal haben wir noch Lucy vom Lucy. Lego Movie. Die Genau. fehlt uns noch für eine kleine, ja, wo man sich fotografieren lassen kann bei der Apocalypse-Burg. Da wollen wir noch einmal Lucy hinstellen und die Genau. haben wir dann hier bestellt. Wild Style. Die Wild Style Genau. oder Lucy, ganz richtig. Genau. Die dunkelgrünen Hosen habe übrigens ich mir bestellt. Die fehlen mir nämlich noch in irgendeinem Set. So schnell kann es gehen. Okay. Zack, hat Rita schon die Hosen Die Hosen an. ja, mir weggenommen sozusagen. Aber ist nichts Neues. Und ein paar Köpfe Ein sind paar jetzt Köpfe, übrig ja. geblieben aufgrund der ja, wechselseitigen Wirkung, dass hier alles ausgetauscht wurde. Gibt es ja eigentlich jetzt irgendwelche Figuren, die keine Köpfe haben? Nein, oder? Nein, Das heißt, wir haben aber vielleicht- ein paar extra Köpfe bestellt. Die werden vielleicht günstig gewesen sein, keine Ahnung. Ja. Kann sein. Gibt es noch Figuren? Oh, es gibt noch ein paar Es gibt Kleinigkeiten. Wie wir es ja auch im Einkaufszentrum haben. So kleine Ja, das sind diese Figuren, die bei Mikro, den, oder? ja, genau, oder Mikrofiguren? Mikrofiguren sind das, die bei den Brettspielen dabei waren. Ja, die haben sich dann Leute gekauft oder die stehen irgendwo Genau. ausgestellt. Was weiß ich. Und wir haben noch ein Und- paar Zeitungen, lauter verschiedene. Zeitungen und Straßenschilder, die werden dann auch irgendwo platziert und Leute auf der Bushaltestelle oder am Strand lesen. Zeitung, die kann man auch
immer mal brauchen. Diese Fliesen sind zwar wirklich nicht günstig, also die sind ja alle bedruckt und kosten teilweise fast einen halben Euro, aber ja, wir haben gesagt, wir wollen natürlich den Detailgrad so gut es geht erhöhen und da braucht man sowas unbedingt. Natürlich. Wir haben jetzt noch zur weiteren Begrünung unserer Stadt hier so Blätter bestellt, so Pflanzen, relativ viele, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, und rosafarbene Blumen, die haben, glaube ich, nur einen halben Cent gekostet, abzüglich des Rabatts. Also da kann man eigentlich nicht genug haben, die gehen auch weiter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und zu den Blumen? Zu den Blumen, ja. Diese Steine hier, die ja aussehen wie so Holzklötze, finde ich. Oder so Baumstämme, so mini. Um natürlich auch die Blumenbeete schön einzurahmen in den verschiedensten Farben. Das sieht nämlich auch immer ganz nett aus, wenn die Blumen nicht einfach so herumstehen. Genau. Auch ein Tipp von euch. Für Blumenbeete, genau, den hat irgendjemand mal aus der Zuseherschaft vorgeschlagen, diesen Tipp. Und das hat sich eigentlich sehr gut etabliert, auch in unterschiedlichen Farben. Da kaufen wir, wenn die Verkäufer welche da haben, kaufen wir die immer. Ja. Und die haben wir eigentlich nicht bereut. Die gehen uns eigentlich auch immer relativ schnell aus, weil wir die brauchen. Weiter zur Begrünung haben wir jetzt mal 2 ganze Säckchen von diesen runden braunen 2x2er Steinen gekauft. Die werden zu Baumstämmen zusammengebaut. Da haben wir auch in einer anderen Bestellung, das zeigen wir euch noch, diese runden Plates, wo so Häken drauf sind, an 4 Seiten gekauft, damit wir dann die Blätter dort fixieren können. Also es wird jetzt demnächst dann grüner in Wild City, da könnt ihr euch sicher sein. Und zu guter Letzt haben wir noch, muss ich glaube ich rausgeben, hier, das fehlt bei irgendeinem Set, keine Ahnung wo, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber irgendwo habe ich meine Liste. Und dann haben wir noch diese großen Slopes gekauft, in dunkelgrau einerseits, weil wir noch ein paar Straßenübergänge haben, die noch nicht so schön herausgeputzt sind, also da können wir dann noch ein paar beschrankte Bahnübergänge machen. Warum hast du die in Blau gekauft? Und in Blau, ja, die sind nicht so häufig in Blau zu sehen. Und zwar sind die in Blau für unser Basketballfeld. Ja, das ist ein Set, welches ich aus meiner Kindheit habe. Und aus welchem Grund auch immer, da sind glaube ich 8 dieser blauen Fliesen drin und die Hälfte fehlt. Also das ist ganz komisch, die sind schon ganz lange auf meiner Wanted List bei Bricklink und irgendwie niemand hat die. Vielleicht hast du da mal was Supernes gebaut. Vielleicht sind die irgendwo anders verbaut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Verkäufer jetzt auf einmal, wir haben schon öfter bei ihm bestellt, da hat er sie nie gehabt, jetzt auf einmal hat er genau die Anzahl, die wir gebraucht haben, in Blau gehabt. Da habe ich die gleich bestellt und somit haben wir einen tollen Einkauf beisammen. Ich bin jetzt etwas überfragt, aber ich glaube, wir haben weniger als 100 Euro bezahlt für diese Geschichte. Also das war wirklich ein ganz guter Preis. Dann nebenbei, ich weiß nicht, war das aus dieser Bestellung oder ist das schon das letzte Mal hergezeigt worden? Das letzte Mal, glaube ich schon. Hier haben wir auch noch für unseren Neffen wieder was. Die Anna. Anna aus Frozen. Ja, und es kommen noch Bestellungen herein, also es wird wieder interessant. Und wenn ihr sehen wollt, wie das alles dann in die Stadt kommt, denn wir werden das jetzt alles dann mit dem Auto hinkarren, dann bleibt dran und schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Das auf jeden Fall. Uns wird nicht langweilig, euch hoffentlich auch nicht. Und dann sehen wir uns. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.